Du bist gerade dabei, den Handstand zu lernen, aber du fällst ständig um. Das ist frustrierend, ich weiß. Aber in diesem Video zeige ich dir einmal die häufigsten Fehler, korrigiere sie mit dir und bin mir sicher, dass du danach easy den Handstand lernst. Den größten und häufigsten Fehler, den verrate ich dir kurz vor Schluss. Ein häufiger Fehler und der erste Fehler, den wir besprechen, ist, du gehst einfach direkt in die Übung rein, ohne dass du dir ein Fundament schaffst. Ja, es bringt also nichts, wenn du jetzt in den Handstand reingehst und jedes Mal umkippst, frustriert bist und dann schlimmstenfalls damit aufhörst. Sorg doch erstmal für ein Fundament. Ich markiere dir hier mal ein Video von uns, da erklären wir dir den Handstand Schritt für Schritt. Mach erstmal diese Übungen und danach geht's für dich weiter. Fehler Nummer 2, du spannst deinen Bauch nicht an. Und das ist ein großes Problem. Wenn du im Handstand bist und deinen Bauch nicht anspannst, dann gerätst du wahrscheinlich ins Hohlkreuz. Und im Handstand möchtest du alles, aber kein Hohlkreuz. Es sieht aus wie eine Banane, es ist nicht gut für deinen Rücken und du kippst höchstwahrscheinlich um. Deswegen, stell dich mal nochmal hin, spann deinen Bauch mal so richtig schön an und versuch jetzt mal ins Hohlkreuz zu gehen. Funktioniert nicht. Deswegen ganz, ganz wichtig, bevor du in den Handstand gehst, einmal kräftig den Bauch anspannen. Ich sehe es leider immer wieder, Leute, die den Handstand probieren, platzieren ihre Hände nicht schulterbreit, sondern irgendwie so, ja, sehr weit nach außen. Das Ganze sorgt einfach dazu, dass du viel weniger Stabilität hast, viel mehr Kraft aufwenden musst. Es sieht einfach nicht gut aus und die Wahrscheinlichkeit ist deutlich, deutlich höher, dass du umkippst, gerade am Anfang, wenn du noch nicht so eine Kontrolle hast. Deswegen, wenn du einen Handstand so machen willst, dann bist du wahrscheinlich schon eher fortgeschritten, dann klappt's. Aber am Anfang besser nicht. Ein häufigen Fehler, den ich immer wieder sehe, ist der Aufschwung. Und zwar viele, die den Handstand gerade lernen, ja, schwingen die Hände nach oben, ähnlich wie bei einer Radwende und hauen dann die Hände in den Boden. Und das machst du vielleicht mal 2-3 Tage, aber danach kann ich dir versprechen, wirst du echt starke Handgelenkschmerzen haben. Höre ich immer wieder, oh, meine Handgelenke tun weh. Wundert mich mittlerweile auch nicht mehr. Deswegen ganz, ganz wichtig, wenn du den Handstand übst, ja, die Arme kommen von unten, schön smooth in den Boden, ja, kein Druck und dann easy. Was auch erwähnenswert ist, was viele falsch machen, sie trainieren einfach zu wenig. Ja, es ist prinzipiell gut, wenn du dir sagst, hey, ich übe jeden Tag 10 Minuten den Handstand. Das hilft auch, es ist besser als nichts, aber vielleicht einfach mal so als Impuls, trainier das doch mal 60 Minuten lang, ja? Markier dir mal in deinem Terminkalender eine Stunde, block das mal für den Handstand. Du darfst nicht vergessen, das ist ein Skill, der benötigt Koordination, Balance, Kraft, Spannung und Ausdauer und all das vereint in 10 Minuten am Tag ist schwierig. Deswegen nimm dir mal wirklich Zeit, trainier den Handstand ein bisschen was länger. Wir reden hier nicht von einem Bizeps-Curl an der Maschine, wo du hoch und runter machst, sondern wir reden hier von einer ganzheitlichen, geilen, interessanten Übung. Deswegen nimm dir die Zeit, die du brauchst und dann geht es auch viel, viel schneller mit dem Fortschritt. Klassischer Fehler, Leute, die den Handstand trainieren, die haben die Hände so. Ja, das heißt, die haben sehr wenig Auflagefläche. Deswegen hier einmal die Hände spreizen, so ein bisschen wie so eine Tigerkralle und so kannst du in den Handstand reingehen und die Wahrscheinlichkeit, dass du dann balancieren kannst, ist deutlich höher. Du vernachlässigst deine Mobilität. Es ist super wichtig, auch beim Handstand, auch bei anderen Skills, dass du beweglich bist. Deswegen dehn dich regelmäßig, ja, rotier einfach mal deine Gelenke, deine Hüfte, deine Schultern, was auch immer, auch wenn es albern aussieht, aber sorg dafür, dass dein Motor in Schuss bleibt. Ne? Also wenn du ein Auto in eine Garage stellst über Winter und dann versuchst es anzuschmeißen, springt er auch nicht unbedingt an. Und so ist es mit dem Körper auch. Sorg einfach dafür, dass du in Bewegung bleibst, dehn dich regelmäßig. Und dann kann ich dir versprechen, gerade wenn du die Schulter dehnst, dass der Handstand dir viel, viel einfacher fallen wird. Ein ganz, ganz häufiger Fehler ist tatsächlich, die Schulter ist nicht durchgedrückt. Ja, ich sehe es immer wieder, dass man im Handstand ist, die Schulter hängt irgendwie durch, das Ganze hat keine Stabilität. Deswegen große Bitte, drück deine Schulter durch. Ja? Drück die vernünftig durch und selbst wenn du denkst, du bist schon am Maximum, drück noch mehr durch. Und selbst wenn du jetzt denkst, du bist am Maximum, da geht immer noch was. Die Schultern durchdrücken, das ist das Allerwichtigste. Dazu gibt es auch Übungen auf unserem Kanal, gar kein Thema. Aber das ist, ja, ich würde schon fast sagen, der zweitgrößte Fehler. Doch, ja, das ist der zweitgrößte Fehler, den ich sehe. Die Schulter ist nicht durchgedrückt. Und was jetzt der größte Fehler ist, das kommt als nächstes. Ja, der größte Fehler ist tatsächlich dein Wille. Ja, um den Handstand zu lernen, brauchst du einfach eine ganze Stange Motivation und Wille. Und auch wenn du mal umfällst, stehst du wieder auf, arbeitest an dir.
Und um dir da auch wirklich weiterhelfen zu können, habe ich hier mal ein Video für dich. Da erkläre ich dir, warum viele Menschen mit Calisthenics aufgehört haben, aus welchen Gründen und warum sie wieder mit anfangen sollten. Also, ich hoffe, ich konnte dir jetzt mit diesem Video helfen. Du hast wieder Bock auf Handstand und schreib gerne mal in die Kommentare, wie weit du bist, was dich interessiert. Brauchst du noch irgendwelche Tipps oder Übungen? Lasst es uns einfach wissen. Wir kümmern uns um euch und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Abonnieren und haut rein!